sind hier im wunderschönen Dießen am Ammersee mit unserem Primusline-Team. Zwar bei ein bisschen schlechtem Wetter heute, aber die Kollegen haben hier eine Top-Leistung heute gebracht. Und zwar haben die 1000 Meter an einem Stück eingezogen von einem Primusliner, einem Wasserliner, in eine vorhandene 300er Gussleitung. Und der Liner wurde gerade mal in 5 Stunden eingezogen, sodass wir gerade mal als Primusline ca. 7 bis 8 Arbeitstage hier gearbeitet haben, effektiv, und sozusagen die Leitung wieder langfristig rehabilitiert haben. Es gibt viele Gründe dafür. Also Nummer 1 ist natürlich, wir haben eine immens lange Bauzeit, wenn wir das in offener Bauweise bauen würden. Und durch das, dass wir natürlich unsere Transportleitung dafür außer Betrieb nehmen müssten, wäre das für uns schlicht und einfach nicht machbar. Darum die Alternative, in relativ kurzer Bauzeit mit einem Inliner arbeiten. Wir gehen davon aus, dass nächste Woche bereits die Leitung wieder in Betrieb gehen kann, sodass eben die Beeinträchtigung des Verkehrs etc. hier wieder komplett wegfällt, wenngleich der Verkehr hier laufen kann während der Sanierungsarbeiten. Und ja, die Kollegen haben hier wieder tolle Arbeit geleistet und ja, drücken die Daumen, dass bis zum Schluss alles klappt. Also für mich war natürlich auch ein Beweggrund, dass wir eine Aramidfaser haben, also ein dreiteiliges System, innen PE, in der Mitte die Aramidfaser und außen auch nochmal PE. Wenn man in Anführungszeichen dann doch so viel Geld in die Hand nimmt, dann sollte es ein Material sein, das dann auch durchaus nochmal eine komplette Lebenszeit oder Lebenserwartung von einem normalen Rohrsystem hat, und deswegen eben die Firma Primusline. Ganz genau. Also wir gehen jetzt mal davon aus, durch das, dass wir die Besonderheit haben, die Startgrube ist in einer Tiefe von fast 4 Metern. Wir haben da also eine erhebliche Mehrdeckung wie bei einem normalen Rohrleitungsbau, und ja, es ist für uns dann natürlich schon eine erhebliche Kostenersparnis.